literarische Wunder präsentiert. Willkommen in der magischen Welt von Narnia. Heute werfen wir einen Blick auf 10 faszinierende Kuriositäten über Der König von Narnia und seinen Schöpfer C.S. Lewis. Seid gespannt, es wird magisch. Die Inspiration für Der König von Narnia begann mit einem simplen Bild in C.S. Lewis' Kopf. Dieses Bild zeigte einen Faun, der in einem verschneiten Wald mit einem Schirm und einigen Paketen läuft. Jahre später entwickelte Lewis dieses Bild zu der Geschichte von Lucy, die den Faun Mr. Tumnus im magischen Land Narnia trifft. Viele Leser erkennen in Der König von Narnia tiefe christliche Symbolik. Aslan, der Löwe, wird oft als eine Allegorie für Jesus Christus angesehen. Seine Opferbereitschaft und Wiederauferstehung in der Geschichte spiegeln zentrale Themen des Christentums wider. Doch C.S. Lewis sagte, dass er diese Symbolik nicht von Anfang an plante, sondern dass sie sich beim Schreiben ergab. Wusstet ihr, dass der Name Narnia von einer echten Stadt inspiriert wurde? In Italien gibt es eine kleine Stadt namens Narni, die im Lateinischen Narnia genannt wurde. C.S. Lewis entdeckte diesen Namen in einem Atlas, als er ein Junge war, und der Name blieb ihm im Gedächtnis. Jahre später wurde Narnia zur magischen Welt in seinen Büchern. C.S. Lewis und J.R.R. Tolkien, der Autor von Der Herr der Ringe, waren enge Freunde und Kollegen an der Universität Oxford. Die beiden gehörten einem literarischen Diskussionskreis namens The Inklings an, wo sie ihre Geschichten und Ideen austauschten. Obwohl sie oft unterschiedliche Ansichten hatten, beeinflussten sie sich gegenseitig beim Schreiben ihrer epischen Fantasy-Welten. Die furchteinflößende Figur der weißen Hexe Jadis, die Narnia in ewigen Winter stürzt, wurde von verschiedenen Mythen und literarischen Figuren inspiriert. Unter anderem erinnert sie an die Hexe in Hans Christian Andersens Die Schneekönigin und an die biblische Figur Lilith, die in einigen Mythen als erste Frau Adams gilt. Ihre Kälte und Macht machen sie zu einer der beeindruckendsten Bösewichte in der Fantasy-Literatur. C.S. Lewis war fasziniert von Tieren, insbesondere von Löwen. Die Idee, einen Löwen als zentrales Symbol von Macht und Weisheit in Narnia zu verwenden, kam ihm, weil er Löwen immer als majestätisch und königlich empfand. Aslan verkörpert diese Eigenschaften und wurde zur Verkörperung des Guten und der Hoffnung in der Geschichte. Viele Leser wissen nicht, dass die Bücher der Chroniken von Narnia nicht in der chronologischen Reihenfolge veröffentlicht wurden. Der König von Narnia war das erste Buch, das 1950 veröffentlicht wurde, aber chronologisch ist es eigentlich das zweite Buch. Das erste Buch, Das Wunder von Narnias, beschreibt, wie Narnia erschaffen wurde. Viele Fans streiten immer noch darüber, in welcher Reihenfolge die Bücher gelesen werden sollten. Die Kriegserfahrungen von C.S. Lewis hatten einen großen Einfluss auf die Geschichten von Narnia. Lewis kämpfte im Ersten Weltkrieg und erlebte den Schrecken des Krieges. In Der König von Narnia gibt es viele Anspielungen auf den Kampf zwischen Gut und Böse, den Verlust von Unschuld und den Mut, gegen große Widrigkeiten anzutreten, Themen, die er aus seinen eigenen Kriegserfahrungen kannte. C.S. Lewis plante ursprünglich nicht, eine ganze Reihe von Narnia-Büchern zu schreiben. Nach dem Erfolg von Der König von Narnia wurde er jedoch dazu inspiriert, weitere Geschichten zu schreiben, um die Welt von Narnia weiter zu erkunden. Am Ende wurden es 7 Bücher, die die gesamte Geschichte von Narnia abdecken, von der Erschaffung bis zu ihrem Ende. Obwohl Der König von Narnia heute als Klassiker gilt, waren die Bücher bei ihrer Veröffentlichung nicht unumstritten. Einige Kritiker warfen C.S. Lewis vor, dass die Geschichten zu kindlich oder zu moralisch seien. Doch die Leser liebten Narnia und die Bücher gewannen schnell an Popularität. Heute sind sie aus der Fantasy-Literatur nicht mehr wegzudenken. Das waren 10 spannende Kuriositäten über Der König von Narnia.
Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like da und abonniert unseren Kanal für noch mehr magische Geschichten und Fakten über eure Lieblingsbücher. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.